Kosten auf Knopfdruck. Das ist der Traum von Bauherren, Projektleitern und Generalunternehmern. Ich zeige Ihnen heute, wie Sie diesen Traum wahr werden lassen können. Das funktioniert besonders gut in frühen Entwurfsphasen, wenn der Hebel für Projektoptimierungen am größten ist. Der erste Schritt für Projektkosten auf Knopfdruck ist das Raumwürfelmodell aus Revit, Archicad, Vectorworks oder einfach SketchUp. Wenn die Fenster und Türen auch noch enthalten sind, umso besser. Im zweiten Schritt wird das architektonische BIM in ein 100% konsistentes Abstract BIM umgewandelt. Das bedeutet, dass Bauteile wie Außenwände, Innenwände, Dächer, Decken und Auskragungen automatisch erzeugt und klassifiziert werden. Komplizierte Tür- und Fenstergeometrie wird abstrahiert und vereinfacht. Damit ist sichergestellt, dass Bezugsmengen immer gleich sind und Projekte miteinander verglichen werden können. Im nächsten Schritt wird das Abstract BIM in ein Kostenermittlungstool Ihrer Wahl geladen. Das kann auch einfach nur Excel sein. Die einmal definierten Formeln und Logiken ziehen die Mengen zusammen. Menge mal Einheitspreis ergibt Elementkosten. Für die Rohbaukosten und die Gebäudehülle ist das Vorgehen recht genau. Für die Kosten des Ausbaus und der Gebäudetechnik wird im Raumtypenbuch bemustert. Und mit diesen ganz wenigen Angaben entsteht eine Kostenberechnung auf Bauprojektniveau. Mit Ihren eigenen Kostenkennwerten und den Standards aus Ihren eigenen Projekten wird dies nur noch genauer. Da die Struktur der Daten aus dem Abstract BIM immer gleich ist, kann sobald ein neuer Entwurf vorliegt, dieser abstrahiert, eingeladen und in der Kostenberechnung aktualisiert werden. Das funktioniert auch dann, wenn der Entwurf von einem anderen Architekten kommt. Das ist eine Effizienzsteigerung durch digitale Prozesse. Und die Voraussetzung dafür ist, dass sich der Mensch auf die kreative Arbeit konzentriert und der Computer die Rechenarbeit auf Basis des 100% konsistenten Abstract BIM erledigt. Einfach eine Win-Win-Situation. Danke und bis bald auf abstractbim.com.